überfüllte Stellplätze, Leben auf engstem Raum, angepisste Anwohner, die einen die Reifen aufstechen. So sieht für viele Vanlifer die Realität aus, wenn sie mit ihrem selbst ausgebauten Gefährt durch Europa tingeln. Da stellt sich einem natürlich schon die Frage, hecheln wir alle nur einem Traum hinterher? Oder gibt es diesen schönen Lifestyle, den uns Instagram vorlebt, wirklich in der Realität? In der Hochzeit der vergangenen Epidemie boomte das ganze Thema Vanlife. Unzählige YouTube-Kanäle, Leute auf Instagram, ja sogar das Fernsehen berichtete zeitweise über diese ganze Thematik. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist dieser Hype gerechtfertigt? Ist Vanlife überbewertet? Und warum verdammt nochmal tun sich das aktuell so viele Menschen an? Falls das Ganze alles nur ein Hype ist, der voll von YouTube und Instagram befördert wird, wann platzt die Blase Vanlife? Aber halt langsam, wir fangen mal ganz vorne an. Was sind denn eigentlich Vanlifer? Denn da gibt es ja noch sowas wie Camper. Ganz komisch. So, um das ein bisschen besser unterscheiden zu können, gibt es meiner Meinung nach 3 wesentliche Unterschiede zwischen Campern und Vanlifern. Punkt Nummer 1, Campingplätze. Campingplätze, falls jemand es nicht kennt, das sind so Plätze, für die man bezahlt und man bekommt eine Gegenleistung. Beispielsweise Wasserversorgung, Strom oder man kann da ganz in Ruhe stehen. Ist schön, man ist in der Natur. Aber da hat der Vanlifer gesagt, machen wir nicht. Wir fahren einfach mal irgendwo hin, wo wir hoffen, dass kein anderer ist. Punkt Nummer 2, ganz wichtig, man kauft sich nichts Fertiges. Also das wäre irgendwie zu leicht. Man kauft sich irgendeinen abgeranzten Fiat Ducato oder einen überteuerten VW Bulli, baut den selber aus und fährt in die Natur. Das klingt gut. Kommen wir aber nun zum allerwichtigsten Punkt. Das ist kein Camping, das ist Vanlife. Bevor wir jetzt aber erstmal mit den Fingern auf andere zeigen, fangen wir erstmal bei uns selber an. Wir sind mittlerweile auch seit 3 Jahren in dieser Vanlife-Community unterwegs, haben 2 Fiat Ducatos ausgebaut, einen abgeranzten, einen weniger abgeranzten und können mit Fug und Recht behaupten, dass wir schon ein bisschen Ahnung haben, was so abgeht, was realistisch ist. Wir sind mit unseren beiden selbst ausgebauten Fahrzeugen auch schon echt rumgekommen. Von so ein bisschen exotischeren Sachen wie Nordmazedonien und Albanien sind wir auch auf Mallorca gewesen, Spanien und bis nach Marokko gekommen. Wir könnten also eine elendlange Liste aufmachen mit Pros und Cons, die für diesen Lebensstil sprechen, ja, oder die dagegen sprechen. Ich bin mittlerweile zu dem Punkt gekommen, dass es auch nur ein Lebensstil ist, wie viele andere auch, mit Höhen und Tiefen, mit tollen Tagen und mit auch weniger tollen Tagen. Ich würde mal sagen, wir fragen mal Anna, was sie dazu sagt. Ja, das ist auf Kamera. Gar nicht, ich habe gesehen, dass es jetzt das angeht. Ja, war lecker? War hervorragend. Ja, lecker Kuchen. Hat der Bäcker gut gebacken. Ja, habe ich sehr gut gemacht, oder? Was bedeutet für dich Vanlife? Wahrscheinlich könnte man darüber ein ganzes Buch schreiben, was Vanlife für mich bedeutet. Ich kann sagen, dass Vanlife in den letzten 3 Jahren für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Leben eingenommen hat. Ganz einfach, weil es für mich mein Lebensstil war, für uns unser Lebensstil war. Und deswegen bedeutet Vanlife für mich Freiheit, eine tolle Community, ein Lebensstil, der an gewissen Stellen out-of-the-box-Denken beinhaltet. Bedeutet für mich vor allem auch, dass es für jeden etwas anderes bedeuten kann. Würdest du also sagen, Vanlife ist überbewertet? Jein. Ich würde sagen, Vanlife wird von vielen oder von einigen überbewertet, was beispielsweise auch durch Social Media, auch durch Leute wie uns oder Instagram gepusht wird. Ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die Camper oder Vanlifer sind und für die Vanlife nicht einfach nur ein Hype oder überbewertet ist. Ich glaube, da muss jeder für sich seine eigene Definition finden. Deswegen auch ein nicht ganz so eindeutiges Jein.
Wir sind natürlich nicht alleine im Vanlife-Kosmos unterwegs. Zahllose Instagram- und YouTube-Profile machen nichts anderes, außer von ihren Fahrten von unterwegs zu berichten. Und dabei macht sich ein sehr zwiegespaltenes Bild zwischen Instagram und YouTube auf. Auf Instagram hat man das Gefühl, dass Vanlife nur aus positiven Erfahrungen besteht. Ihr macht die Hecktür auf und schaut direkt auf den Strand. Ich stehe immer alleine an den tollsten Plätzen und Probleme gibt es ja sowieso nicht. Hingegen auf YouTube herrscht das Kontrastprogramm. Man hat das Gefühl, dass ständig das Auto explodiert, man bepöbelt wird von Leuten und man sowieso eher unerwünscht ist. Aber was stimmt denn nun wirklich? Ist Vanlife überbewertet, unterbewertet oder wo liegt die Wahrheit? Wir fragen mal nach bei den Leuten, die es wissen müssen. Ja, dich gut, ja. Was ist für euch Vanlife? So eine ganz einfache Frage. Was ist für uns Vanlife? Oh Mann. Was ist für euch Vanlife? Ein Sprung raus aus der Matrix, würde ich sagen. Da wir uns gerade schweren Herzens von sehr lieben Menschen verabschiedet haben und wir das auch sehr, sehr oft sagen, ist Vanlife auf jeden Fall ein Zusammenspiel zwischen Reisen und einer faszinierenden Community, die irgendwie immer, egal auf welcher Welt, direkt connected und zu Familie wird. Vanlife ist ziemlich geil, aber manchmal auch einfach nicht geil. Weil du irgendwie so das geballte Leben in kleinstem Raum komprimiert abbekommst. Also für mich sind es auf jeden Fall Abenteuer, es sind Geschichten, wie Sven ja auch gesagt hat, auf jeden Fall eben dieses Connecten der Menschen, das ist echt eigentlich somit einer der wertvollsten Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben im Vanlife. Ich finde, Vanlife ist Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man irgendjemanden anspricht, der auch im Vanlife unterwegs ist und irgendwie eine Frage hat oder Hilfe braucht, dass man eigentlich immer Hilfe bekommt und nie irgendwo, ich sag mal, abgewiesen wird. Vanlife hat auf jeden Fall viele facettenreiche Gesichter. Für uns ist es Reisen, Abenteuer, Menschen kennenlernen und Familie. Für andere kann es aber auch was ganz anderes bedeuten. Das rauszusuchen, zu machen, wofür man brennt und lebt und wofür man vor allen Dingen Leidenschaft hat. Wenn jemand sagt, Vanlife ist überbewertet, würdet ihr dem zustimmen? Boah, ich glaube, das kommt voll auf die Erwartung an, die Person ans Vanlife hat. Was würdet ihr jemandem sagen, der sagt, Vanlife ist überbewertet? Also fände ich interessant, ob die Person das selber schon ausprobiert hat. Ich glaube, man muss halt verstehen, dass Vanlife halt nicht nur geile Aussichten und geile Stellplätze ist, so wie man das halt im ersten Moment auf Instagram oder so zu sehen bekommt, sondern halt einfach auch seine Herausforderungen bringt. Aber wenn man mit der richtigen Erwartung dran geht, dann glaube ich nicht, dass es überbewertet ist. Ich kann das schon verstehen, wenn man dieses überbewertet so sieht, weil es sehr viel auf Social Media präsent ist und einfach nur so präsentiert wird und alles Friede, Freude, Eierkuchen und so. Es ist es ja nicht immer, es ist ja auch sehr anstrengend und hat auch negative Seiten. Person darf das gerne überbewertet finden. Es ist definitiv nichts für jeder Mann oder jeder Frau, wie auch immer. Definitiv nichts für jeden, aber Ja, leben und leben lassen, ha? ja, voll. Findet ihr es gehypt? Ja, schon, oder? Also, das. Ohne oder. Ich finde schon. Es wird in den Social Media sehr gehypt. Würdet ihr sagen, es ist gehypt? Ja, Zu Recht. Hat aber jetzt auch schon eine Phase gekriegt, wo man versucht hat, die Realität zu zeigen, aber es ist trotzdem definitiv noch ein Hype, finde ich. ja, schon gehypt, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn es kein Hype wäre, dann wären wir auch nicht im Vanlife, weil wir haben uns das ja auch nicht selber ausgedacht, sondern das irgendwo gesehen und waren dadurch inspiriert, auch ins Vanlife zu starten. Und das kam ja auch durch einen Hype. Vieles von diesen schönen Sachen, die gezeigt werden, sind ja auch tatsächlich so. Also ich würde mal behaupten, sehr, sehr vieles Schönes, was wir zeigen in unseren Videos zum Beispiel oder ihr in euren, das ist ja tatsächlich auch so. Das ist ja nicht irgendwie geschönt oder keine Ahnung. Man muss nur eben auch bedenken, dass es eben auch
schwierige Situationen gibt und es nicht immer schön ist. Es ist halt eine Form von Freiheit, die du leben kannst, nämlich die geografische. Du musst nicht finanziell frei sein, nicht emotional frei sein, aber du bist durch diesen Van wenigstens, du bist geografisch frei und das ist natürlich schon eine Nummer. Das war vor 20 Jahren undenkbar. Also, dass das jedermann machen kann und jede Frau. Cool. Sehr gut. So, das waren jetzt alles subjektive Wahrnehmungen, die wir gehört haben, aber die geben schon ein ganz gutes Bild, ja, was sich vom Gefühl her bei den Leuten tut, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Gucken wir jetzt mal ein bisschen objektiver auf die Sache raus. Wenn man sich die Caravan-Zulassung in den letzten Jahren anguckt, sieht man da einen sehr großen Peak, gerade in den 2020er Jahren. Leider gibt es von selbst ausgebauten Vans keine Statistik, deswegen müssen wir mal annehmen, dass die Caravan-Zulassung ein bisschen einhergehen, auch mit den, ja, ich sag mal, selbst ausgebauten Vans, die sich auf der Straße befinden. Wenn wir uns die Statistik angucken, haben wir einen Peak im Jahre 2020. Das ist wenig verwunderlich, weil das der Beginn der Pandemie ist und somit auch, ja, die Leute was zu tun haben wollten oder reisen wollten und getrieben waren. Seit 2020 ist die Anzahl an Zulassungen im Caravan-Bereich seitdem zurückgegangen, ist aber immer noch höher als vor der Pandemie. Das heißt, man kann nicht davon sprechen, dass der Hype in dieser gesamten Branche vorbei ist, aber er ist auf jeden Fall abnehmend. Aber ich gebe euch recht, aus dieser Statistik kann man jetzt noch nicht wirklich viel ablesen, außer dass die Verkäufe von Caravans und Wohnmobile runtergegangen sind und daraus einen Schluss zu ziehen, ob der Vanlife-Hype vorbei ist ein bisschen weit hergeholt. Deswegen kann ich hier euch eine andere Statistik zeigen und die betrifft die Suchanfragen zwischen den Wörtern Vanlife und Wohnmobil. Und wenn wir uns diese Statistik mal genauer angucken, fällt sehr schnell auf, dass die Suchanfrage für Wohnmobile weitaus höher ist als für Vanlife. Ähnlich zu dem Chart für den Suchbegriff Wohnmobile ist übrigens der Chart für den Begriff Camper. Der ist ähnlich hoch. Was man definitiv festhalten kann, ist, dass Vanlife wesentlich weniger gesucht wird auf YouTube als Wohnmobil oder Camper. Sowohl bei Camper als auch bei Wohnmobil seht ihr eine sehr schöne Saisonalität. Das heißt, es geht mal rauf und mal runter. Was man aber auch festhalten kann, dass bei Vanlife noch sehr viel Potenzial ist. Unabhängig von der Saisonalität kann man aber auch feststellen, dass die Suchbegriffe für Camper und Wohnmobil in der letzten Zeit wirklich zurückgegangen sind. Anders hingegen der Begriff Vanlife, der relativ stabil geblieben ist. Das heißt, meine gewagte These ist sogar, dass Vanlife noch echt Potenzial nach oben hat, gerade was das Social Media angeht im Vergleich zu Camper und Wohnmobilen, je nachdem, wie sich dieser Begriff natürlich auch etabliert, weil, wie wir am Anfang festgestellt haben, zwischen Camper, Camping, Wohnmobilen und dem Begriff Vanlife, ja, da liegt nicht so viel dazwischen. Es ist halt einfach die Frage, wie diese Begrifflichkeit Vanlife angenommen wird und ob sich das als geflügeltes Wort etabliert. Wenn das so ist, kann die Anfragen für dieses Wort auf den Suchmaschinen auf jeden Fall noch nach oben gehen. Also was nun? Ist Vanlife nur ein Hype und ist er vorbei? Ja, ein Hype war es definitiv, aber so richtig vorbei scheint er noch nicht zu sein. Zumindest laut den Google-Statistiken werden die Suchanfragen auf YouTube immer noch weiter gestellt. Und ist Vanlife jetzt überbewertet? Naja, ist immer abhängig von deiner Erwartungshaltung. Wenn du die Erwartung hast, dass du an jedem Platz freistehen kannst, dann definitiv. Denn Vanlife ist genauso wie Camping nichts anderes. Ob du jetzt mit einem Wohnmobil unterwegs bist oder mit einem selbst ausgebauten Fahrzeug. Es kommt drauf an, was du daraus machst. Am Ende ist es eine sehr subjektive Frage und uns würde uns natürlich brennend interessieren, was hältst du denn davon? Ist Vanlife überbewertet? Was sagst du zu dieser ganzen Thematik? Schreib's uns gerne in die Kommentare und teils gerne mit jemandem, der sich auch für diese Thematik interessiert. Und falls du es noch nicht gesehen hast, schau mal in diesem Video vorbei. Da zeigen wir dir, warum aktuell so viele mit Vanlife aufhören.